Hallo zusammen, mein Name ist Christoph und herzlich willkommen zu The British Pint. Heute möchte ich ein Bier brauen, bei dem ich das typisch englische Röstmalz Pale Chocolate Malt benutze. Das Rezept, was ich benutze, kommt von einem kleinen Bierhandel aus England, nämlich aus Bury St. Edmunds in Ostengland. Das ist ein Laden, den habe ich zufällig kurz nachdem ich das erste Mal Bier gebraut habe, besucht, als ich in England war. Und der hat auch so fertige Sets, wie die zum Beispiel bei Besserbrauer, mit dem Set, was ich ja damals bekommen habe, funktionieren und auch für die kleine Menge gemacht sind, was ein bisschen seltener ist. Und das Schöne ist, dass es gibt einige Shops, die schreiben auf ihre Sets drauf, was drin ist, also welche Malzschüttung und welche Hopfen wie gegeben wird und so. Das Set, so wie es das damals gab, das gibt es zurzeit nicht auf der Website von dem Laden, der heißt beautifulbeers.co.uk. Das liegt, glaube ich, daran, dass einer der Hopfen, die ich gleich noch erwähne, nicht mehr verfügbar ist. Jedenfalls in dem Rezept kommt man auf 1 Kilogramm Malz insgesamt pro Gallon. Ich mache ja immer 4,5 Liter. Und in dem Falle sind 12% davon Pale Chocolate Malt. Das heißt, das Ganze ist ein sehr gehaltvolles, sehr röstiges Porter. Das heißt nämlich Chocolate Porter. Ich habe jetzt mal nachgerechnet, die EBC müssten ungefähr auf 130 rauskommen. Das heißt, dass Burton Bridge Top Dog Stout, was zum Beispiel in dem Buch Brew Your Own British Real Ale ist, das hat auch 130 und das gilt als Stout. Ich denke, da sind die Grenzen ein bisschen fließend. Tatsächlich wird es, also ich sehe einen Porter immer so um die 100 EBC, genau wie beim Schwarzbier auch. Und Stout habe ich bisher immer gesagt, alles was drüber ist. Man kann jetzt hier bei 130 wahrscheinlich so ein bisschen argumentieren, na, es ist ungefähr an der Grenze. Jedenfalls wird das Top Dog Stout mit Chocolate Malt gemacht, also bei 1100 EBC. Und ich mache jetzt eins mit der doppelten Menge, aber dafür Pale Chocolate Malt, das hat 600 EBC. In dem Originalrezept kommen dann noch so ein paar Prozente Crystal Malt, Torrefied Wheat und Roasted Barley, also Röstgerste dazu. Das werde ich jetzt hier nicht groß deklarieren, weil ich möchte dem kleinen Laden ja jetzt auch nicht sein Rezept einfach wegstehlen. Sollte ich den René, den Besitzer, mal nachfragen, wenn ich mal wieder Kontakt mit ihm habe und er sagt, ich kann das Rezept veröffentlichen, dann werde ich das komplett in die Videobeschreibung tun. Ihr könnt ja mal vorbeischauen. Also, ich habe meine Malzschüttung, die ich jetzt gerade erzählt habe. Das Ganze wird wie immer eingemeischt. 4 Liter Hauptguss, 3 Liter Nachguss. Pro Kilogramm Malz verliert man 1 Liter. Dann habe ich 6 Liter übrig und am Ende des Kochens sind es ungefähr 4,5, wobei das natürlich davon abhängt, ob ich jetzt 90 Minuten koche, ob ich 90 Minuten stark koche und so weiter. Ja, jedenfalls, wenn ich das Ganze dann gemeischt habe, das wird in der Kombirast bei 66 Grad 60 bis 90 Minuten, wenn ich da auf Nummer sicher gehen will, mache ich 90, wird das gemeischt und dann abmeischen. Abmeischen vergesse ich manchmal und ich konnte es bisher immer messen in den Bieren, dass die nachher einen deutlich höheren Endvergärungsgrad hatten, weil eben am Ende doch noch die Alpha-Amylase da die nicht vergärbaren Zucker in vergärbare Zucker umgewandelt hat. Ja, und dann wird eben der Nachguss mit 80 Grad da rein, das Ganze wird schön geläutert. Das Läutern mache ich ja, das habe ich schon öfter erwähnt, hier in dem Maischekessel, weil es über einen Zapfhahn einfach super einfach ist, da direkt eine Filterwirkung zu haben. Außer man braut Biere und Mischungen wie Weizen oder Maisflocken, wo das Ganze sehr schwierig ist. So, jedenfalls läutern ist dann relativ einfach, wenn es funktioniert. Bei der Schüttung habe ich jetzt da keine großen Bedenken. Das wird schön dunkel aus dem Maischekessel rauskommen, dann wird das Ganze gekocht. Welche Hopfen benutze ich? In dem Originalrezept hat man Magnum als Bitterhopfen genommen, allerdings nicht viel. Ich glaube, das würde so auf 20, 25, vielleicht 25 IBU rauskommen. Ich benutze ein bisschen mehr, weil das Porter schon bitterer sein sollte. Typischerweise ist das so bitter wie ein Stout. So, das heißt, ich benutze als Bitterhopfen jetzt nicht den Magnum, weil ich habe davon nur noch wenig übrig. Ich habe aber einen anderen Hopfen, den ich mal ganz am Anfang im Angebot gekauft hatte. Der heißt Horizon, hat 10% Alphasäuren. Da werde ich jetzt einfach 5 Gramm für meine Gallon Bier da drauf tun. Dann müsste ich so um die 40 IBU haben. Der Hopfen ist was älter, der wird nicht mehr ganz effizient sein bei den Alphasäuren. Aber das wird ungefähr hinhauen und ich brauche ihn halt auf. So, und dann habe ich überlegt als Aromahopfen. In dem Originalrezept kommt Phoenix vor. Und Phoenix ist ein Hopfen, von dem man sagt, er würde eine Schokoladennote enthalten. Und das ist natürlich was ganz Besonderes in einem Chocolate Porter. Das Problem ist, den habe ich wirklich nirgendwo in England gefunden. Der René, den habe ich mal gefragt, hat auch keinerlei Quelle mehr. Man kann wohl noch 5 Kilo Pakete vom Großhändler kaufen. Das ist für mich aber nicht wirklich relevant. Und es gibt natürlich eine Hopfenfarm, wenn man da im Internet direkt verkaufen will, aber die verkaufen nur nach England, das kann man vergessen. Also vielleicht kriege ich an 2021 mal wieder Phoenix Hopfen.
Den wollte ich auch unbedingt mal bewusst ausprobieren, weil ich den halt nur ganz am Anfang einmal in diesem Chocolate Porter hatte, wo ich noch nicht wusste, was der machte und ich auch den Geschmack vom Chocolate Porter nicht gut einschätzen konnte. Ich habe auch damals, ich glaube, es war keine Hefe mit dabei, wenn ich mich recht erinnere. Und dann habe ich von Brewfirm die Top, also einfach nur Brewfirm Top obergärige Hefe genommen, die auch sehr viel Restzucker übrig lässt und der Geschmack war bestimmt nicht so, wie ich den jetzt haben werde. So, das heißt Phoenix Hopfen, normalerweise kommen da Unmengen rein. Der ist genau wie bei Bramlin Cross, man muss Unmengen Hopfen reinschütten, damit man diesen feinen Geschmack wahrnimmt. Bramlin Cross Johannisbeere, Phoenix die Schokoladennote. Und ich benutze jetzt als Aromahopfen Magnum. Ich habe nämlich mal festgestellt, dass wenn man den bei 30 Minuten zugibt, in einer mittleren Menge, ich mache jetzt 3 Gramm pro Gallon, dann gibt er so ein leichtes Honigaroma. Und ich denke, das könnte etwas sein, was auch gut zu diesem Chocolate Porter passt. Was das Ganze vielleicht vom Geruch dann noch abrundet. Vielleicht tue ich auch 4 Gramm rein. 4 Gramm geht vielleicht auf Nummer sicher. 4 Gramm für meine Gallon ab bei 30 Minuten. Sonst kein Aromahopfen. Muss man beim Porter auch nicht beitun. Und dann sind wir nach dem Hopfenkochen fertig zum Abkühlen. Währenddessen werde ich meine Hefe vorbereiten. Ich habe die Voyager Yeast jetzt schon mal rausgenommen aus dem Kühlschrank, damit die langsam warm werden kann. Ihr seht vielleicht, dass die extrem klar in der Flüssigkeit ist und sich super abgesetzt hat. Das liegt daran, dass ich beim letzten Mal, wo ich eine große Menge zubereitet habe, nämlich von dem Ringwood Best Bitter, da hatte ich ja einen offenen Bottich, wo ich oben die Hefe abschöpfen konnte. Die obergärige Hefe bildet ja einen sehr festen Schaum, wenn genug vorhanden ist. In den kleinen Glasflaschen nicht so sehr, aber in den großen offenen Töpfen kann man das dann super abschöpfen. Und der Vorteil ist eben, dass das, was oben schwimmt, die Hefe ist, die besonders fest zusammenhängt. Nur dann treibt die mit dem CO2 hoch. Das bedeutet, dass wenn man die Hefe oben abnimmt, kriegt man die Hefe, die perfekt nachher sedimentiert. Und deswegen habe ich hier so gar keine Trübung in dem Rest Jungbier, was ja jetzt hier auch in dem Gläschen drin ist. Ja, und ich denke, mit dem Abschöpfen kann ich jetzt wunderbar die Hefe weiter benutzen. Die Hefe habe ich 2019 gekauft und bestimmt 100 Mal schon weitergeführt. Das hat bei mir noch keine Aromaveränderung gemacht. Es gibt andere Hefen, ich glaube 2 habe ich mittlerweile aussortiert, weil die vom Geruch oder auch von der Vitalität nicht mehr gut waren. Dann habe ich die mal 3 Monate lang im Kühlschrank gelassen und nicht benutzt und dann wird es kritisch. Also man muss immer gucken, wenn man Hefen weiterführt, dass die noch die gleichen Charakteristika haben. Sowohl Geschmack, Geruch, als auch das Verhalten, dass die vital sprudeln und nicht einfach nur so vor sich hin blubbern. Ja, wenn das sichergestellt ist, habe ich da keine Probleme mit Hefen sehr lang weiterzuführen. Genau, die Voyager ist sehr wenig jetzt, weil das nur wenig Schaum war. Ich hatte ja nur wenig Voyager Hefe damals auch dazu getan. Das heißt, ich werde die jetzt ein bisschen aufpäppeln mit dem Starter und die hat dann den ganzen Tag Zeit, sich zu vermehren und wird dann abends oder so erst dazu getan. Das sollte das Ganze dann vernünftig angehen lassen. Und nach dem Gang kann ich dann die Hefe wieder schlemmen und habe dann eine schön große Menge. Und ja, damit mache ich dann weiter. Genau, und am Ende werde ich das Ganze wieder wie immer in mein Fass abfüllen. So, dann gucken wir mal. In ein paar Wochen werde ich das Video dann hochladen, wenn ich auch die Verkostung durch habe. Wie das Chocolate Porter mit Pale Chocolate Malt schmeckt. Wenn ihr das nachbrauen wollt, das Rezept findet ihr so detailliert, wie ich es dann eben rausgebe, in der Videobeschreibung. Und lasst mich wissen, wenn ihr es ausprobiert, wie es euch schmeckt und was ihr davon haltet. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wieder Brautag ist. Bis dann.